Social Media im 17. Jahrhundert, Smartphone, WhatsApp, Internet gab es nicht. Und trotzdem war Leibniz ein wichtiger Influencer für die Forschung in ganz Europa. Herzlich willkommen in Leibniz Welt. Im 17. Jahrhundert schrieb man Briefe. 15.000 davon haben wir in Hannover aus der Leibniz-Korrespondenz überliefert. Sie sind in den Status des Weltdokumentenerbes erhoben worden und der Leibniz-Nachlass ist der umfangreichste Gelehrtennachlass des 17. Jahrhunderts. Leibniz korrespondierte mit 1100 Briefpartnern in ganz Europa aus 16 Ländern und darüber hinaus mit China und Russland. Dieser Nachlass, 200.000 Blatt, ist ein wahrer Schatz für die Leibniz-Forschung. 40 Jahre lebte und wirkte Leibniz in Hannover. Herzog Johann Friedrich von Hannover holte ihn an den Hof der jungen Residenzstadt. Sie war erst 40 Jahre alt und umfasste etwa 10.000 Einwohner. Leibniz war eigentlich als Jurist am Hof in Hannover angestellt, wirkte aber als Projektemacher. Und vor allen Dingen schrieb er Briefe und hielt Kontakt zu den führenden Forschern und Gelehrten des 17. Jahrhunderts. Christian Huygens, Isaac Newton, Robert Hooke gehörten zu seinen Korrespondenzpartnern. Und so war Leibniz immer auf dem neuesten Stand der Forschung und die kommunizierte er dann auch wieder in den Hof nach Hannover. Die Briefe wurden im 17. Jahrhundert mit Postkutschen verschickt, viele Meilen über die Länder hinaus. Leibniz hatte sich ein ausgeklügeltes Portosparsystem ausgedacht. Über seinen Diplomatenstatus konnte er seine Briefe bis zur Landesgrenze portofrei verschicken. Dann suchte er sich einen anderen Mittelsmann, der über einen anderen Diplomatenstatus verfügte und sparte dann sozusagen von Land zu Land Portogebühren. Teilweise wurden die Briefe aber auch über das Meer mit dem Segelschiff verschickt. Ein Jahr dauerte der Brief nach China mit Fragen, die Leibniz an die Missionspadres gestellt hatte. Er fragte zum Beispiel, wie man Porzellan herstellt oder grünes Feuerwerk, wie man Kleidung vor Nässe imprägnieren könnte oder wie man etwa Maulbeerbäume pflanzt, um dort Seidenraupen zu züchten. Er selbst lieferte auch seine Forschung in diesen Briefen, stellte sie bereitwillig den Missionspadres zur Verfügung, die sie dann an den Kaiser Kangxi und seinen Hof kommunizieren sollten. Diese Internationalität und Universalität nehmen wir uns an der Leibniz-Uni gerne zum Vorbild. Bleiben Sie wie Leibniz neugierig.